Vāgīṣajasya vadane Lakshmirjasya cha bhakshashi Yasyasti hide sambhir Tvam nishingamaham bhaje. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare. Vishnu Shakti Paraprukta Khetra Vyakhya Athapara Avidya Karma Sangyanya Titiya Shakti Rishyate. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Gaudiya Goshtipati hat gesagt, Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupad told, until and unless you are enjoying full kripa of Vishnupriya Devi, Gaura Shakti, you cannot cut. ohne das, dass du die Barmherzigkeit von Vishnupriya, dann kannst du nicht die materielle Welt trennen. Das ist das materielle Auffassung von Mann und Frau. Also das kannst du das nicht durchtrennen. Und du kannst nicht wirklich eintreten in Mahaprabhus transzendentales Haus. Srila Gaudiya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada of Vishnupriya Devi, Gaura Shakti Vishnupriya Devi, you cannot cut material bondage. Also ohne die Barmherzigkeit von der Vishnupriya kannst du nicht wirklich materielle Welt durchtrennen. Du hast immer die Auffassung von Frau und Mann in der materiellen Welt. Also das sind äußerliche Umstände. Also du kannst nicht wirklich eintreten in die Welt von Mahaprabhu, in die transzendentale Welt. So bevor wir eben irgendwas anfangen, über Mahaprabhu zu sprechen, machen möchte uns klar darüber sagen, was Srila Bhaktivinoda Thakur und Srila Prabhupada gesagt hat. Dass Sahaja, die machen einen Plan und die wollen Vishnupriya und Mahaprabhu, die sehen das so. So, ich möchte heute eine Spezialität über Vishnupriya, über den Erscheinungstag sprechen. Also wir wissen sehr gut Bescheid. Er hat mit dem Vers angefangen von Vishnupriya. Es ist der Vers. Also es ist über Chit Shakti, Maya Shakti. So, aber wir teilen jetzt die Vishnu Shakti in 3 Teile auf: Hladini, Samvit und Sandhini Shakti. Also wir wissen darüber Bescheid, weil wir schon lange Zeit darüber hören. Und er hat schon oft über das gesprochen: Hladini Shakti, Sandhini Shakti und Samvit Shakti. So als erstes, die Hladini Shakti ist erklärt im Chaitanya Charitamrita, dass die ganze Welt direkt oder indirekt, die ganze Welt versucht, irgendein Vergnügen aus der Welt zu kriegen, weil alle Seelen, die Seelen, die kommen von Krishna wie Lichtpartikel, und in der Bhagavad Gita ist der Vers, dass Krishna sagt, er ist überall und er ist der einzige Meister, der was wirklich alles zum Genießen hat.
So kein anderer hat das Recht, die Sachen zu genießen. Srila Bhaktivinoda Thakur schreibt es genau im Jivadharma. Die Sinnesbefriedigung, die will uns nur eigentlich in Schwierigkeiten bringen. Also ansonsten, wir nehmen schon das auf im falschen Ego, mit unserem Ahankara, falschen Ahankara. So die, was jetzt nur so eine Lebenseinstellung haben, dass sie immer im falschen Ego leben, für das ist es schwierig, aus dem rauszukommen und die transzendentalen Dinge zu verstehen. Also da muss man zuerst die Zuflucht suchen beim spirituellen Meister. Man muss sein Herz selber beobachten, ob das wirklich an Gurudev gegeben worden ist oder an Maya Tattva, an Ahankara, an einem falschen Ego. Also auch wenn du nicht volle Hingabe zum Gurudev hast, aber eben, dass du es wenigstens versuchst, dann wird der Gauranga Mahaprabhu und Gurudev helfen. Weil nur durch den Kanal kann man dann geschützt sein, durch Guru und Vaishnava. So, wer ist Vishnupriya? Es ist die Frage, wer ist Vishnupriya Devi? So Vishnupriya, das ist die ewige Energie von Chaitanya Mahaprabhu. Es ist kein Nandanandan Krishna und Chaitanya Mahaprabhu ist nicht verschieden. Beide sind Swayam Rup Bhagavan. Also das ist eins. Krishna Nandan, Sri Krishna und Gauranga Chandra Mahaprabhu Sachinandan, das ist alles dasselbe, da gibt es nichts verschieden. Die einzige Verschiedenheit ist, dass Chaitanya Mahaprabhu sein Lila, sein Spiel, durch das Gauranga Lila kann man eben das Krishna Lila besser verstehen. Das ist die komplette, so wie der ein höherer Zugang zum Krishna Lila durch Chaitanya Mahaprabhu kriegt man da. Krishna Lila kann dich schon in Schwierigkeiten bringen, weil eben viele Dinge sind, was schwer zum Verstehen sind. Aber durch Mahaprabhu kann man das alles besser verstehen. Wie zum Beispiel Parikshit Maharaj in Srimad Bhagavatam, der da die Frage gestellt, oh, wie kann Krishna so handeln? Aber Parikshit Maharaj hat gefragt eben für die ganze Menschheit die Fragen. Warum macht jetzt Krishna solche illegalen Sachen? Warum? Aber er fragt eben das für die ganze Menschheit, so dass wir eben daraus lernen können und die Zweifel beseitigen. Und so, damit man keinen Zweifel in Krishna Lila dann haben. So, Parikshit Maharaj, der spricht den Vers Aptakam Pritabadehi. Aptakam, das bedeutet, er ist selbstzufrieden, Krishna, aber doch macht er so Lila. Also wie, das ist nicht gut, wie macht er das? So irgendwas macht Krishna falsch, denkt sich Parikshit Maharaj. Warum? Das ist nur für uns. Und eben Sukadev Goswami kann ihm antworten und wir hören dann durch das ganze Srimad Bhagavatam, das ganze Krishna Tattva. Und das ist, wenn der Krishna verschwindet, nachdem, wenn das Dwapara Yoga vergeht und dann in dem Kali Yuga kommt Chaitanya Mahaprabhu, Krishna in der Form von Chaitanya Mahaprabhu. Und Gauranga Lila ist die komplette Beschreibung vom Krishna Lila dann. Jetzt kommt bald der Gauranga Erscheinungstag und da gibt es viele Details zum Diskutieren.
Aber was wir eben klar verstehen sollen, das Golok Vrindavan, da innen drinnen in der Lotusblume vom Golok Vrindavan, innen ganz im innersten Kern ist Vrindavan, außerhalb der Kreis ist Mathura, Dwarka und das außerhalb ist ein Ring, nennt sich Shweta-Dvip. Und wenn man Gauranga Mahaprabhu das Lila vollbringt, und er zeigt ihm auf, wie man dann besser das Krishna-Lila verstehen kann. So heute ist der Erscheinungstag von Vishnupriya Devi. Und Vishnupriya Prananat Gauranga Mahaprabhu. Viele Leute, die stellen die Frage, sie haben die Frage gestellt, Srila Bhaktivinoda Thakur. Gaura, Vishnupriya, Gaura, Gadata, so wie soll man das Ganze klar verstehen? So wie soll man das Bhajan, wie soll man da eintreten in das Bhajan? Gaura, Vishnupriya, das ist speziell für Archan Marg. Archan Marg, da wird eben die Gauranga Mahaprabhu und Vishnupriya verehrt. Das ist so wie Lakshmi und Narayan. Also so im Bhajan, dort ist es wichtig, dass man Gaura Gadata verehrt. Und das ist Radha und Krishna. Und Archan ist Gauranga mit Vishnupriya. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, der schreibt, und Jiva Goswami und die ganzen Guru Vargas, dass eben durch das Gaura-Lila kann man eintreten in das Krishna-Lila. Und es ist einfacher so. Er wiederholt das Lila, eben durch das Gaura-Lila kann man viel einfacher ins Krishna-Lila eintreten. Aber ohne Gaura-Lila, dass du in das Krishna-Lila springst, hast du nur Schwierigkeiten. Ist nicht möglich, ist große Probleme, können da sein. So viele Leute, die fragen, so eben, wo jetzt Mahaprabhu noch nicht erschienen ist, was war dann zum Beispiel mit Madhavendra und mit denen, was früher erschienen sind. Und da ist jetzt die Srila Bhaktivinoda Thakur, der sagt, dass um das exakte Gefühl kriegen von Radha und Krishna Lila, dort ist eben wichtig, dass man zuerst Gauranga Mahaprabhu folgt und seine Hilfe annimmt. Und es ist sehr einfach. Man kann eben jetzt Logik anwenden und sagen, vor Mahaprabhu hat Madhavendra pure Gebot genommen und er ist in die Welt gekommen. Srila Bhaktivinoda Thakur sagt, aber es ist kein Problem. Und es schaut aus, dass sie äußerlich eben kein Bhajan machen jetzt von Gauranga Mahaprabhu, aber versteckt im Herzen haben sie immer Gauranga Mahaprabhu und verehren sie Gauranga Mahaprabhu. Das ist die Antwort, was Srila Bhaktivinoda Thakur dazu gibt. So all diejenigen, was vor Gauranga Mahaprabhus Erscheinen kommen, das sind Geweihte, die was er eben davor sendet, aber das sind alles reine Geweihte. Und danach zum Beispiel Srinivasa Acharya, Narottama Das, das sind alles ewige Geweihte, sie kommen vielleicht vorher oder nachher. Aber sie tragen immer Gauranga Mahaprabhu in ihrem Herzen und deswegen, das macht sie als reine Geweihte. Gauranga Gadata, das ist Bhajan Marg, Ashtakalya Lila, das fängt an mit Chaitanya Mahaprabhu und dann Gaur Gadata und Radha und Krishna. So Gauranga Mahaprabhu hat das Lila als Haushalt, als Grihashta und nachher kommt er in die Stimmung und nachher trifft der Ishvara Puribad. Also das Ashtakalya Lila von Chaitanya Mahaprabhu kann uns eben helfen, in das Ashtakalya Lila von Radha und Krishna einzutreten. So, da gibt es immer ein Buch. Aber
Das ist eben nicht so, dass man das einfach liest und dann versteht. Das muss man wirklich hören von reinigen weiter. So Vishnupriya, das ist die Aprakrita transzendentale Saraswati. So ohne die transzendentale Saraswati zu verehren, kannst du nicht Tattva Gyan, transzendentales Wissen kriegen. So in der materiellen Welt kann man vorfinden, während dem Saraswati Puja, all die Studenten, die was lernen, in der Schule oder im Gymnasium und so weiter, in der Universität, die gehen heute alle, weil heute eben der Erscheinungstag ist von Saraswati, die verehren heute die Saraswati. Das ist die Göttin des Lernens. Und da gibt es eben Lakshmi, das ist die Glücksgöttin, Saraswati ist die Göttin des Wissens. Aber es gibt eben jetzt materielle Saraswati und der transzendentale Saraswati. So die materielle Saraswati, das ist der Schatten von der wirklichen Saraswati. They are worshipping Dushta Saraswati. I mean, they are not actual Saraswati. Is a shadow of that Saraswati. So, das ist der Schatten von der Saraswati in Vaikuntha da. About Saraswati Devi, you can every day, you can pray. You know, I also do during Bandhana. Bhagi Sajasya Badane. Lakshmi Jasya Cha Bhakshasi Jasya Asti Hidaya Sambhi Tvam Nishingamaham Bhaji. So Nishingadev, in dem Mund von Nishingadev, Saraswati, das sitzt auf der Zunge von Nishingadev, Bhag Isha. Isha, das bedeutet Bhag Devi. Also das ist die Saraswati Devi, die was auf der Zunge sitzt vom Nishingadev. Die wartet dort, wie man jetzt Krishna dienen kann. Wir können uns an eine Lila erinnern, mit dem Digvijay Pandit, dem großen Gelehrten im Gauranga Lila. Der hat die volle Barmherzigkeit von der Saraswati gehabt, aber das war die materielle, nicht die Shuddha Saraswati. Die reine, so wie zum Beispiel Mahakavidas Kalidas. Er hat so viel berühmte Schriften geschrieben. Megdut und all solche Schriften, die was den Doktor oder weitere Kurse machen, die müssen durch die Schriften gehen. So, die haben alle die Barmherzigkeit von der Saraswati, der materiellen. Das ist die materielle Vidya Saraswati. Er hat eben die letzten Tage vor Jayadev Goswami, über Jayadev Goswami gesprochen. Und der Jayadev Goswami, der hatte die Barmherzigkeit von der Shuddha Saraswati. So, was ist... Also da ist ein klarer Unterschied zwischen Shuddha Saraswati und Vidya Saraswati. Da gibt es im Vidyasaga so einen Schriftsteller in der Sanskrit-Literatur. So, der hat den Titel der Ozean des Lernens. Aber wir müssen sagen, das ist Ozean des materiellen Lernens, nicht des transzendentalen Wissens. So Chaitanya Mahaprabhu wiederholt, spricht, was ist der Wert von der Schule oder irgendeinem Wissen, wenn du das Wissen nicht verwendest, um Krishna zu erkennen. Chaitanya Mahaprabhu spricht darüber. So in Bengali gibt es ja also warum lernen oder lesen die Leute, das Wichtige ist, dass du eben Krishna kennen willst. Srila Bhaktivinoda Thakur
Jaravidya jato mayar vaibhav tomar bhajane badha anitya sansare mohu janamiya jibke kare gada. Und so Srila Bhaktivinoda Thakur in Bengal in ihrer Sprache, in der Sprache schreibt, Jaravidya, all die materielle Ausbildung. Aber wenn das alles hast, das ist alles Vidya, materielles Vidya-Wissen. So materielles Wissen, das kann dir schlussendlich zum Esel machen. Srila Bhaktivinoda Thakur drückt das so aus. So, das ist die Opulenz vom materiellen Wissen. Anyway, if you are getting this kind of education, you are not going to get a chance to do Krishna Bhakti properly. So, wenn du materielles Wissen aufnimmst, dann wirst du nicht ins transzendentale Wissen gehen. Also materielle Wissen macht dich zum Esel und transzendentale Wissen, das bringt dich, befreit dich wirklich und du kannst eine wirkliche Position erreichen. Materielles Wissen kriegt man vielleicht Geld, Position, gewisse Stellungen in der Welt. In Roy Ramananda und Chaitanya Mahaprabhu, die diskutieren in Godavari in South-Indien über das Tattva. So, was ist das Höchste in dem 14 Planetensystem? Roy Ramananda sagt, oh Prabhu, also wer in der materiellen Welt, wenn er Vaishnava Ansehen kriegt, das ist das Höchste. Und Mahaprabhu, der sagt, okay, yes, das stimmt, das stimmt. So Minister oder irgendwelche höheren Titel in der Welt, das seien nichts wert. So irgendein Respekt oder Ehre. Wenn du Ehre oder Anerkennung an reinem Vaishnava gibst, nachher der reine Vaishnava wird nicht durch das berührt, so wie zum Beispiel Madhavendra Puri. Der hat da in der Nacht ist Krishna gekommen und dann würden jetzt alle am nächsten Morgen, die würden jetzt kommen und ihm Ehre erweisen, aber jetzt in der Nacht ist er abgehauen und verschwunden, weil er eben gewusst hat, die geben mir alle nur Respekt und Ehre. So besser, bevor die alle kommen, bevor die Sonne aufgeht, verschwinde ich von da. So für die reinen Vaishnava kann, die berührt es nicht. Das Pratishta, Ehre und gewisse Stellungen. So die materielle Saraswati, wenn man die verehrt, das ist nicht wirkliche Verehrung. Er hat angefangen mit Ladini, Shakti, Samvit und Sandhini. So, um das zu klären, Ladini Shakti bedeutet, die ganze Welt direkt oder indirekt, die ganze Welt will irgendwie ein Vergnügen aus der Welt rausquetschen, kriegen. Aber die Stimmung, die bringt die schlussendlich, die fesselt die nur an die Welt. Weil der Einzigste, der was da irgendwas Vergnügen auf sich nehmen kann, das ist Krishna, Rasovai Sahi. So er ist der Rasaraj. Alle Rasas, alle Geschmäcker sind nur für ihn gedacht. That is also coming from Krishna, but indirectly, not directly. Direct enjoyment means transcendental bliss, enjoyment. But you can have that kind of feeling while you are going to do actual Krishna Seva. Also wenn du wirklich Krishna Bhajan ausführst und der Austausch von Rasa, den Geschmack, das ist wirkliches Vergnügen dann. Wie die Braja Gopis, die Braja Vasis, so wie die das Vergnügen mit Krishna. Materielle Leute, die wollen eben die materielle Sinnesbefriedigung. Aber das ist schlussendlich nur, was sie fesselt in der Welt. So Vaikuntha, das bedeutet, wo kein Kunta, wo keine Angst herrscht, das nennt sich Vaikuntha.
Also wo keine Angst ist, das nennt sich Vaikuntha. Vaikuntha means where Narayan stays. But Vaikuntha, this sound we can use as a whole. And Golokdam is also Vaikuntha. No So Kunta, Golokdam hesitation is no kann man auch Vaikuntha dazu sagen, weil das Herz ohne Ängste ist. Und das ist nur interessiert an dem Dienst zu Krishna. So Hladini Shakti, das Original im Chaitanya Charitamrita ist geschrieben, Hladini Tvare Kore Krishna Bhakti Prashan in Bengali. By Hladini Shakti, Krishna always like to give. So durch die Hladini Shakti will Krishna immer in die ganzen Devotees Vergnügen geben. Why they can take trouble to do, get up at 2:30 or 3 o'clock, do bhajan? Why? Why? Of course they are getting enjoyment. So, auch wenn du um 2 aufstehst und 2, 3 in der Nacht und chantest, das ist auch Vergnügen für diejenigen, so wie Babaji Maharaj, Jagannath Das Babaji Maharaj sind. Die stehen so früh am Morgen auf und starten ihr Bhajan. Prem Das Babaji Maharaj und all die. So, die kriegen da das Vergnügen in der Nacht. Und durch den Harinam kommen sie in den Eintritt von Radha und Krishna Lila, Nishanta Lila. So, da ist ein großes Vergnügen im Heiligen Namen. Srila Bhaktivinoda Thakur, 10 Jahre, 15 Jahre bevor er die Welt verlassen hat, hat er immer die Augen geschlossen gehabt. Und hat nur über die Lilas meditiert. Und wenn irgendein Devotee gekommen ist, nachher von der Distanz hat man Srila Bhaktivinoda Thakur niemals sprechen gesehen. Aber wenn jetzt ein großer Devotee kommt, also der Srila Prabhupad Bhaktisiddhanta hatte gesendet zu Srila Bhaktivinoda Thakur. So Krishna Das Babaji Maharaj war auch dort in seinem Haus. Und nachher hat er sich dort vorgestellt, derjenige, was gekommen ist, und hat er ganz vorsichtig Srila Bhaktivinoda Thakur Bescheid geben, dass ihm jetzt Besuch gekommen ist. Weil Srila Bhaktivinoda Thakur war immer ganz tief in Meditation und Trance. So Srila Bhaktivinoda Thakur war ständig im Astakali Lila absolviert. By chance, if there is so important, because Bhakti Siddhanta Saraswati was sending, then by chance there is some importance, then Sheva, Krishna Babaji Maharaj, very slowly approaching Bhaktivinoda Thakur. No distance. Very softly, Thakur. Also ist ganz vorsichtig dann hingegangen, da Krishna Das Babaji zum Srila Bhaktivinoda Thakur. Oh, Bhaktivinoda Thakur, Bhaktivinoda Thakur. Und langsam ist er dann zum Bewusstsein gekommen. Und nachher hat er gesagt, oh, es ist der und der gekommen. Srila Saraswati Prabhupad hat er geschickt. Er wartet schon eine lange Zeit. Er wollte eben seit langem schon Darshan von dir haben. Gradually, he is doing mala, after that he is opening eyes. Because all the time, eyes closed, eyelid closed, opening and looking at him. Follow this way. All the time, deep into Lila. So Harinam can help you. That's why. Harinam, der hilft uns in dem Fall. Now after that, actually, so tief einzutreten. They are getting enjoyment. Hladini Shakti, das ist das Vergnügen. But remember, Aber erinnert euch daran, dass jede Rasse, jeder Geschmack, jede Shakti in der materiellen Welt, kriegst du eine Reflexion von der transzendentalen Welt in der Welt. Also der Rasse ist original in der spirituellen Welt, aber eine pervertierte Reflexion siehst du dann in der Welt. So Vatsalya-Ras von Yashoda und Krishna in der spirituellen Welt, der ist reflektiert in der Welt, als dass eine Mutter ihre Kinder liebt. So alle Rasas,
So wie zum Beispiel Ehe und Ehemann genauso. So Jim Taylor von England zum Beispiel. So, die denken, dass deren Liebe sehr hoch ist, aber die Transzendentalisten, die denken nicht so, weil jede materielle Liebe beschmutzt ist, also kontaminiert. Das ist der Geist, das Herz, die Ausbildung, das ist alles kontaminiert. So, Ladini Shakti, also die Essenz von der Ladini Shakti, das ist Radharani und Vishnupriya. Also er will jetzt sprechen, wie man verstehen kann, wer Vishnupriya ist. Ladini Shakti und durch die Ladini Shakti finden wir in der materiellen Welt eben die Liebesbeziehungen. Sandhini Shakti ist da. Sandhini Shakti bedeutet Existence. Creation. Also das bedeutet kreieren. Sandhini. Da ist das Original ausgehend in Golok, die Sandhini Shakti. So bei der Energie, dort entsteht da der ganze heilige Dham, Nityananda Prabhu. Das ist der Adhistata Devata für den heiligen Dham. Sahasrabhadra Kamala Gokulaksha Mahatma Padatkarnikaranam Tattamanantam Sampama. Das ist in der Brahma Samhita. So der heilige Dham, das ist Nityananda selber. Actually, there is Sandhini Shakti. So in der Welt ist es jetzt reflektiert in das materiellen Wissen oder materielle Kreation. Und in Sambit, es ist in der spirituellen Welt, sind es die ganzen Beziehungen. Und in der Welt sieht man dann, oh, das ist mein Vater, das ist meine Tochter. Und die ganzen Beziehungen, das Gefühle, die hat man dann da in der Welt. So you are doing education here, all material education, material brain you are applying. You are getting so much education here in this material world, but you are going to get some. So, das ist in der Welt, das materielle Wissen ist alles nur Schatten. Es ist nicht wirkliche Barmherzigkeit, weil Original ist es die Shuddha Saraswati, transzendentale Saraswati. Er will so viele Sachen diskutieren, aber in 7 Tagen kann er da nicht fertig werden mit allem. So, die Zeit ist so kurz. So, woher wissen wir oder wie? Woher wissen wir, dass heute der Tag von der Vishnupriya der Erscheinungstag ist? Also wo ist das Dokument, dass heute der Erscheinungstag ist von Gaura Shakti? Jagannath Das Babaji. Actually, Jagannath Das Babaji Maharaj, directly speaking, Jagannath Das Babaji Maharaj, der hat dem das aufgezeigt. Also diejenigen, die was heraus sind aus der Maya, wenn die sprechen, das kann nicht falsch sein. Und Jagannath Das Babaji Maharaj, der hat gesagt, oh, heute ist der Erscheinungstag von Vishnupriya. Und jeder war verwundert. Woher weiß er das? In material world, they are going to worship Saraswati Puja. We are also going to worship Saraswati. In der materiellen Welt werden heute alle verehren sie die materielle Saraswati, aber wir verehren heute die Gaura Saraswati. So heute ist der Erscheinungstag von Vishnupriya Devi. So, wann immer irgendein Avatar in die Welt kommt, Avatar und Avatari. Avatari ist Krishna und Avatar sind verschiedene Inkarnationen, Varaha, Kurma, Nishinga und so weiter.
So Krishna ist Swayam Avatari und Gauranga ist Avatari. So jedes Mal, wenn Krishna in irgendeiner Form kommt, man kann nicht sagen, dass Nishingadev nicht so hoch ist wie Ram. Also das ist offensiv. Weil Purna Tattva, also in die Avatare, die haben alle die gleiche Kraft, die gleiche Energie. So, die kommen in verschiedene Formen, aber es ist dasselbe. Also man kann nicht so sprechen, dass das oder das höher ist. So in jeder Form, wenn Krishna kommt, als Ram, Nishinga, Viraha, Kurma und so weiter, jede Form, es ist eine ewige Form und dort ist eine Nitya Shakti, eine ewige Energie mit denen, Lakshmi, Nishinga, Lakshmi, Viraha. So, das sind alles Energien, die was mit den Avatare kommen. This way, actually, time to time, when Krishna taking avatar, so, wenn Krishna erscheint, hat er immer verschiedene, wenn er in verschiedene Formen kommt, nimmt er auch verschiedene Shaktis, Energien an. According to that lila, it's a must that Shakti always coming. Shakti is always there. So die Shakti, die Energie ist immer im Hintergrund und die kommt immer zur selben Zeit mit der Form von Krishna. Da gibt es im Vedanta Shakti, Shakti Matayor Abed. Das bedeutet Shaktiman und Shakti, das sind nicht verschieden. Also Shakti ist immer da mit Shaktiman. Also Shakti, Shaktiman, das sind nicht verschieden. So Shaktiman und Shaktiman ist das Gleiche. Doch, so mit Ramchandra kommt zum Beispiel Sita, mit Krishna, Radharani, Lalita, Vishaka und so weiter. So, wir können das nicht verstehen. Wir denken uns, oh, das sind schöne Frauen. Und Krishna spielt mit ihr, aber das sind die innerlichen Energien von Krishna. Radharani und alle Gopis. Das sind gleichzusetzen mit Krishna. So in der materiellen Welt muss man eben ganz vorsichtig sein. Also in der materiellen Welt, dort findet man vor, dass Mann, der was sich vergnügen will, also was ist der Trugschluss in der Welt? Der Mann, der was irgendwas versucht, sich mit irgendwas zu vergnügen. Also derjenige und das Objekt des Vergnügens, das ist verschieden. Aber mit Krishna, ist in Krishnas Lila und Krishnas Geweihte, Krishna selber, also, das ist alles eins, das ist ein Tattva. Also wenn man den Punkt verstehen kann vom Herzen, nachher kann die Maya niemals berühren. Wenn du das eines Tages realisierst, Maya hat keine Chance, die zu berühren. Aber es ist sehr schwierig zum Verstehen, auch extrem wichtig. Also in der Welt, all die Situationen, in der man sich vergnügen will, mit der Person, wo man sich vergnügen will, das ist alles verschieden in der Welt. Aber in der transzendentalen Welt, da ist eben Krishna und Radharani ist ein Tattva. Das ist eins. Also in der Welt kann man sagen, dass es illegal ist, solche Beziehungen. Aber Krishna in der transzendentalen Welt ist der Einzigste, der was sich vergnügen kann. So, das sind all seine Energien. So, er kann sich mit allem vergnügen.
Die ganzen, alle Welten, alles, jeder, alles, was du siehst in der Welt und in alle anderen Welten, das ist nur für Krishna da. Das ist, was man vom Herzen realisieren soll. Ansonsten kann das Bhajan-Leben nicht wirklich erfolgreich sein. So, wann ist jetzt Vishnupriya coming? So normal, wenn Krishna kommt, dann kommt Radharani. Wenn er reinkommt, dann kommt Lakshmi. So wenn Gauranga Maha kommt, dann kommt Lakshmipriya und Vishnupriya. Das ist die innere Energie, Antaranga Shakti, Vishnupriya und Lakshmi Devi. Ladini Shah und Samvit ist Vishnupriya. Wenn Gauranga Mahaprabhu Geburt genommen hat und Vidya Lila vollbracht hat und danach hatte das ideale Grihastha Lila, das Haushalterleben, und Chaitanya Mahaprabhu sagt, er will immer Grihastha werden, aber ohne die Frau dazu ist es nicht möglich. So Mahaprabhu spricht selber so vor der Heirat. Er möchte eben Grihastha-Leben anfangen, aber ohne der Frau ist es nicht möglich. So, dann hat Sachimata, die Sachi Devi, die arrangiert, dass Lakshmi Devi kommt. Srila Bhaktivinoda Thakur sagt dazu, Srila Prabhupada, also Bhu Shakti Nila Shakti Shri. So Bhu Shri Nila Sri Shakti, Bhu Shakti and Nila Shakti. Nila, sometimes the Lila Shakti. Just speaking. So drei Energien, die kommen mit Gauranga Mahaprabhu. Bhu Shakti, Shri Shakti und Nila Shakti. Sri Shakti ist Lakshmipriya, Lakshmi selber. Shri in Sanskrit bedeutet Lakshmi. In absolute way, if I like to apply this word, this Sri Shabda, this word, if I like to apply in a very absolute way, then it indicates Radharani. Also Shri im Absoluten bedeutet Radharani. But if I like to use this word in absolute way, then it is 100% Radharani. Also im Absoluten bedeutet Shri Radharani. Jayadika Janmana Raja Sayata Indya Shashvadatrahi. Shrayati Indira, Indira dort in dem Vers ist Lakshmi, Shri, aber das bedeutet Diva Radharani. Weil alle Lakshmis kommen von den Lotusfüßen von Radharani. So alle Millionen Koti Vishnu Lokanam Rapat Machachite Himadreja Pulomaja Virincha Chavara Prade. So alle Lakshmis, die kommen für die Lotusfüße von Radharani. Und Radharani segnet sie, oh geh dorthin, geh dahin. So Radharani ist immer das Originale. So Shri Shabda im Absoluten ist Radharani. So Shri in dem Fall bedeutet Lakshmi, Bhu bedeutet Vishnupriya Devi. Srila Bhaktivinoda Thakur, der sagt eben ganz klar in Sachantoshini, er kann uns das Dokument sagen, Navavida Bhakti, das ist die Form von Navadvita Bhakti, ist Vishnupriya.
previous year. So this way, Vishnupriya Devi is the Navavida Bhakti in full form, Vishnupriya Devi. So in der vollen Form ist es Navadvipa, die neuen Arten von Bhakti ist Vishnupriya. Up to that point, she didn't feel it necessary to come, manifest. Up to that point, Vishnupriya Devi, Lakshmipriya Devi was there. Lakshmipriya Devi was there doing Lila like Lakshminarayan. Also Vishnupriya ist erst später gekommen und nachher, wenn die Lakshmipriya Krishna Gauranga Mahaprabhu verlassen hat, weil im Gauranga Mahaprabhu, der ist dort gegangen in Bangladesch, um Bhakti zu predigen. In der Zwischenzeit ist Lakshmi Devi, hat die Welt verlassen. We get information as per Chaitanya Bhagavata and Chaitanya Mangala everywhere that Lakshmipriya Devi disappeared. Then and there, actually, Gauranga Mahaprabhu feel it necessary to express another Shakti. The name is Vishnupriya Devi. Vishnupriya Devi up to now waiting there and growing up. So Vishnupriya Devi hat gewartet, bis sie aufwächst und nachher steht sie zur Hilfe oder gibt sie Hilfe in Gauranga Mahaprabhu, weil nur mit ihr kann man das Gauranga Lila dann verstehen. Also wir kennen den Namacharya Haridas Thakur. Okay, er ist 100% Namacharya, aber genauso Vishnupriya ist Gaura Namacharya. So Srila Bhaktivinoda Thakur bestätigt es, er ist Gaura Nam Acharya. Und komplett in Trennungsschmerz, wie Pralambha. So, wir können eine kleine Auswirkung fühlen von dem Schmerz, was Radharani fühlt durch Vishnupriya. Also es gibt keine große Erklärung oder nicht viel zum Lesen oder zum Hören über Vishnupriya. Aber die Trennung von Vishnupriya ist so hoch. Und wie Pralambha, die Stimmung der Trennung ist das Vital, das Vitale in der Gaudiya Sampradaya, die Lebensenergie. Also von Gaura Bhajan und Krishna Bhajan, wie Pralambha ist die Lebensenergie. So in Viraha Tattva hat darüber gesprochen, durch Vipralambha Viraha, dann, wenn man das fühlt, dann kann man ganz allein sich trennen von der materiellen Welt. Ansonsten gibt es ja Leute, die was kämpfen wollen mit Maya und sie wollen sie überwinden, aber sie sind nie erfolgreich. So, wenn du dein ganzes Leben nur damit verbringst, dass du Maya aus dem Weg schaffst, nachher hast du keine Zeit, wirklich ins Bhajan zu gehen. Somehow you have to take shelter unto lotus feet of Krishna, but there is no direct chance. You can get Saranagata unto the lotus feet. There is via media. You have to go through Vaishnava Guru. There is no such scope. Directly you cannot go. Also wenn du aus Maya wirklich rauskommen willst, musst du immer durch Guru und Vaishnava. Hast die Möglichkeit, ansonsten nicht. Das ist der Ausgang. Without Vaishnava, so ohne Vaishnavas, ohne Guru, hast du keine wirkliche Barmherzigkeit. Und Krishna und Gauranga selber. Gauranga Mahaprabhu selber, er ist der höchste Herr, Swayam Bhagavan. Er fängt auch an, die Kleider zu waschen und die Kübel zum Tragen von Srivas Pandit. So er sagt, lass mich das machen, weil so kann ich Bhakti geben. Hingabe zu Krishna. So Srivas Thakur, der ist, nimmt ein Bad in der Ganges und Gauranga Mahaprabhu selber tragt ihm die Kübel oder wascht ihm die Kleider.
So dort hat man ein klares Konzept über Bhakti. Es ist nur möglich durch Guru Bhakti und Vaishnava Bhakti. So now actually point is that Vishnupriya Devi waiting. So Vishnupriya Devi, die wartet so lange, bis ihm jetzt Lakshmi Priya wieder verschwindet und dann manifestiert sie sich, um im Gauranga Mahaprabhu zu dienen. Sie heiraten dann und sie haben eine ewige Beziehung, schon in der transzendentalen Welt. Und da fühlen sie das so aus wie ein Spiel auf der Welt. So Vishnu Priyavada ist so wichtig. Ganz eine tiefe Philosophie ist dahinter. So Vipralamba Bhav, der Trennungsschmerz, wenn das mehr und mehr kommt in dein Herz, machend kannst du ganz leicht die materielle Energie durchtrennen. Er hat schon mehrmals den Vers gesagt. Viele Leute, die fragen, oh, wie kannst du durch die materielle Welt gehen? Oder wie kannst du trennen von dem Sattva, Rajas, Tamas? Adhyatmik, Adibhautik, Adidaivik. So, wie man schon im Bhagavatam steht, dass du ganz leicht aus dem Verstrickung rausgehen kannst. Rajas, Tamas, Sattvena, Etam, Sattva Guru, Anjasa, Jayat. Also, du kannst das Unmögliche möglich machen mit der Barmherzigkeit von einem reinen Vaishnava. So die logische Interpretation kann nicht stehen vor der absoluten Wahrheit. Das ist ein vitaler Punkt. Also du kannst nicht kämpfen mit Maya. Du musst die Barmherzigkeit von einem Vaishnava kriegen. Und verlass die Maya ganz allein. Ganz von allein. So du musst 100% Hingabe haben zum reinen Vaishnava. So, Srila Bhaktivinoda Thakur sagt Pradama vor der Brahma. Kula Devi Yogamaya, Mora Kipakariya, Varuna Sambharibe, Kabe Vishatari. Also das ist Srila Bhaktivinoda Thakur, der sagt, das ist ein Lied von Bhaktivinoda Thakur, wie man den Vorhang von Maya öffnet und dann wirklich die wahre transzendentale Form vom Dham erkennt. So Pradama bedeutet Yogamaya. Also die Dorfbewohner, die haben die Pradamaya genannt. Pradama. Also die Brajavasis, die können auch nicht Krishna sprechen. Die sagen Kana. So die Navadivasis, die sagen auch Pradama. Actually, Pradama means very experienced Yogamaya. So das ist Yogamaya. Now actually, Vishnupriya Devi came in the life of Gauranga Mahaprabhu. It is not an accident. Eternal relation with Vishnupriya Gauranga Mahaprabhu. And Vishnupriya Devi so Vishnupriya Devi helping Gaur Lila, hilft im Gauranga Lila so sehr. Wenn Vishnupriya nicht da ist, wird das ganze Gauranga Lila zusammenfallen. Ist nicht komplett da. Also nur durch ihre Hilfe kriegt man das komplette Bild von Gauranga Lila. Very nice. And Vipralamba Baba of Vishnupriya Devi, it's inconceivable. You cannot play your head. Somehow you have the chance to understand, oh, Radharani getting so much pain. So Radharani, das haben wir gehört, dass die so viel Schmerz hat, wenn sie von Krishna getrennt ist. Aber wie fühlt sich Vishnupriya Devi? So viel Schmerz, was sie im Herzen trägt. Niemand hat über das wirkliche Information.
Vishnupriya schreibt ein bisschen über das, aber keine detaillierte Information. First of all, somehow, by chance, Radharani can get the chance to meet with Krishna. But Radharani's love is topmost. I cannot So compare Radharani, die weiß eben, dass, weil Krishna sagt, er kommt wieder zu ihr. coming from Radharani. Nachher fühlt sie sich ein bisschen besser, aber Vishnupriya denkt, dass Mahaprabhu wirklich, der geht und nimmt Sannyas, also der kommt nicht mehr zurück. Also aber in der Liebesbeziehung ist Radharani das höchste Beispiel. Und wir können eben lernen aus der Beziehung von Gauranga und Vishnupriya, das ist mehr praktisch. Radharani going to get pain when Krishna is there. When Krishna embracing Radharani, still then Radharani crying, where is Krishna? When Krishna So Radharani, auch wenn sie jetzt Krishna umarmt, ganz, ganz fest, aber doch Radharani weint, wo ist Krishna, obwohl Krishna jetzt wirklich da ist, vorher. In Milan's Viraha. Milan Viraha. Milan is there, but still Viraha. This is rare. There is no example in this infinity world. Also da gibt es keine Beschreibung in der materiellen Welt über das. Aber doch, wir wollen was hören auch von Vishnupriya. Also wenn Gauranga Mahaprabhu angefangen hat, seine wirkliche Stimmung aufzuzeigen und seine innere Stimmung ist höher und höher geworden, und nachher ist wirklich rausgekommen, warum er jetzt in die materielle Welt gekommen ist. Am Anfang kann man das nicht verstehen, wenn Gauranga Mahaprabhu erscheint. Aber erst nachher, wenn er zurückgekommen ist, nach Gaya. Also es kocht innerlich in Mahaprabhu. Aber wirklich ganz kann man das dann erkennen, nachdem er Einweihung genommen hat von Ishvara Bhuribar in Gaya, wenn er zurückkommt. So jeden Tag macht Mahaprabhu Sankirtan. So jetzt macht Mahaprabhu auch Sankirtan nicht nur untertags, sondern am Abend. So warum soll man die ganze Nacht verschwinden? Machen wir doch Sankirtan in der Nacht genauso. So jeder hat gesagt, ja. Jeder hat zugestimmt, ja, wir können alle. Die tanzen dann alle in der Nacht, aber wie viel Kalorien verbrennt man für das? Also wie viel Energie braucht man? Also die tanzen dann im Natya Mandir von Srivas Pandit die ganze Nacht. Aber Vishnupriya hat ihm keine Möglichkeit mehr, jetzt Gaura Hari, einen Ehemann, zu dienen. Und Sachimata, die denkt sich, oh, mein Sohn, Nimai, der wird ganz, sein Geist verlässt ihn immer und er ist ständig absorbiert in Krishna. Obwohl Vishnupriya ist so eine wunderschöne Frau, aber doch Mahaprabhu, der kann sich nicht konzentrieren auf die Vishnupriya. Also sie versteht, die Sachimata, dass Mahaprabhu immer mehr und mehr Anhaftung zu Krishna kriegt. So wenn immer dann Mahaprabhu kommt, in der Mittagszeit, dann setzt sich Sachimata vor ihm und es ist gekocht von Vishnupriya. Es sind so viele Sachen am Tisch und sie opfern die in der Haustätin herein und nachher hockt sich Gauranga Mahaprabhu hin und sie essen dann. Den ganzen Tag ist Mahaprabhu auswärts. Er geht immer Sankirtan und alles. Nur Chance haben sie jetzt zu Mittag, ihm zu dienen. This is the technique of all wife. When husband is sitting for eating, then he is speaking very slow poison. Speaking very nicely. This is the time. Also das ist die einzigste Möglichkeit, wo sie dann Zeit hat,
mit Gauranga Mahaprabhu zu reden. I'm just joking, not that. Then now Sachimata speaking, and Vishnupriya from distant place, very clear, watching Prabhu's Bhajan Lila. Also sie schauen dann alle zu, wie er gegessen hat, Gauranga Mahaprabhu, aber dann geht er wieder aufs Kirtan. Vishnupriya, der fühlt sich dann ganz einsam. Sie will nämlich Mahaprabhu dienen, aber Prabhu gibt ihr keine Chance. So er nimmt Prasad und dann geht er wieder. So wie habe ich jetzt Möglichkeit, ihm zu dienen? So, sie fühlt sich eben, oh, ich kann meinem Meister gar nicht dienen, wirklich. Und dann in der Nacht geht er noch jetzt in Srivas Angan. So, er hat ganz rote Augen, schon von, dass er die ganze Nacht aufbleibt. Und nachher einer von der Ganges kriegt er auch noch mehr rote Augen. Also sie fühlt sich ganz allein dann. Und das geht für lange Zeit so. So Vishnupriya immer mehr und mehr fühlt sich, oh, ich kann meinem Prabhu nicht dienen. Und dann nimmt sie einmal sich vor, dass wenn jetzt Mahaprabhu heimkommt, dann sperrt sie, nimmt sie den Schlüssel und sperrt die Tür zu. Mahaprabhu kann nicht mehr gehen. Aber Mahaprabhu, der weiß es schon, so das ist, dass eben jetzt Vishnupriya ganz ärgerlich mit ihr ist. Das ist Man, Bhajan, wie Radharani. Man, you know, man? Ah, I cannot have. When Vishnupriya is there, Gauranga will gradually enter. Gauranga will know, already knowing that she is angry now today. Then how to break? Then Gauranga will going so wie kann sie jetzt den Ärger brechen? Oder Mahaprabhu von Vishnupriya? Gauranga Mahaprabhu. Gauranga Mahaprabhu macht ganz langsam, klopft an die Tür. Also wenn du den Namen von Prabhupada rufst, nachher ist der Name von Prabhupada ist von Prabhupada nicht verschieden. Das ist schon oftmals so passiert. Prabhupada haben die geschrien und nachher ist wirklich Prabhupada erschienen und dann sind die aber tut das kommen. They're calling Prabhupada, save me, Prabhupada coming. So Prabhupada the name and Prabhupada non-different. So Prabhupada der Name und Prabhupada ist nicht verschieden, so wie Vishnupriya und Vishnupriya der Name ist nicht verschieden. So jetzt fängt er ganz langsam und ganz soft, sanft klopft an die Tür und ruft ihren Namen. Ganz, ganz süße Stimme, oh Vishnupriya, Vishnupriya. Then Vishnupriya Devi could not stay inside room, open the room. Und Vishnupriya war dann ganz außer sich und hat dann die Tür aufgemacht und Mahaprabhu hat angefangen Kartals zu spielen und Kirtan zu machen. Und Vishnupriya will nicht sein Gesicht sehen. Aber dann, wenn sie an Kirtan anfangen, dann fangen sie beide an zu lachen. So auf der Art weiß Chaitanya Mahaprabhu, wie man den Mann von Vishnupriya brechen kann. Und so wie den Mana von Jagadananda Pandit. Genau das Gleiche hat Jagadananda in Puri gemacht. Dort hat der Mahaprabhu ganz sanft geklopft. Jagadananda hat aber nicht aufgemacht. Aber Mahaprabhu sagt dann, oh, ich möchte eben heute bei dir Prasada nehmen. Ich gehe jetzt Bad nehmen im Ozean und nachher komme ich zu dir. Und nachher macht er die Tür und fängt an zu kochen. So Gauranga Mahaprabhu, der weiß genau, wie er die Taktik, wie er das brechen kann. Das Mahn, den Ärger von Jagadananda oder von Vishnupriya.
so Sahajyas, die erklären das den Mann ganz auf eine schlechte Art und Weise. In Bengali. It's too much. I can show you. Day after tomorrow I am going to show. Today it was inside my bag. Bengali. Complete discussion about Vishnupriya Tattva. Also der Buch in Bengal sprach über Vishnupriya. Actually there I was bound to explain this point. Because those Sahaja, you can cross the river and go, those Sahaja, So Sahajyas, die wollen besprechen, also Gauranga Nagaris, die sagen, Gauranga ist der Meister und Vishnupriya ist die, mit der er sich vergnügt. Aber in Gauranga Lila ist die Stimmung nicht da. Also Hero und Heroin, das ist nicht vorhanden. Srila Vrindavan Thakur spricht da über das. So, in Gauranga Lila spricht Mahaprabhu niemals den Namen von einer Frau. Und er schaut dann niemals auf eine Frau. In this whole avatar, Gauranga never speak the name of any woman. How the idiot they are explaining this way, dirty way? They want to prove that Radharani Krishna and Gaur Vishnupriya Also die wollen aufzeigen, dass Radharani und Krishna das gleiche ist wie Gauranga, Mahaprabhu und Vishnupriya. Aber Bhaktivinoda Thakur, der weint über das. Das ist ein großes Vergehen gegen das Krishna Lila und Gaura Lila. Krishna Lila hat eine Spezialität und Gaura Lila hat auch eine Spezialität. Das ist nicht das Gleiche. Es ist ein wissenschaftlicher Hintergrund dahinter. Also das kann man nicht brechen. So das Gaura Lila, im ganzen Gaura Lila kann man niemals einen Punkt finden, dass Gaura das gleiche ist wie Gaura und Vishnupriya das gleiche ist wie Radha und Krishna. So those Sahaya, they want to prove this point that Gaur Vishnupriya, they like to So die Sahajyas, die wollen den Punkt aber aufzeigen. Die wollen das so zusammenbringen wie im Radha und Krishna, aber das ist komplett falsch und kompletter Blödsinn. Alle Acharya sprechen, Bhaktivinoda Thakur, alle sagen, das ist nicht richtig. Es ist ein Vergehen gegen Krishna Lila und Gaura Lila. So, Bhaktivinoda Thakur repeatedly speaking, we will have to do Radha Govinda Lila through Gaur Lila. Also man geht in das Radha Krishna Lila, tretet man ein ins durch Gaura und Vishnupriya Lila. Also warum sind im Tempel zum Beispiel Radha und Krishna und Mahaprabhu am Altar? So, das bedeutet, dass man eben Radha und Krishna verehrt durch das Padara Vindet Bhaktim Sarvanyasi Tata Tadapsibat Nirvashmat Dam Podam Bocha Shuddharmasasi. Also das ist ein Vers von Srila Prabhupad Saraswati. Also Radhacharan, die Lotusfüße von Radharani. I told now that Jayadeva Goswami is there. Saragarala mandalam, mamasirasa mandalam, dehipada vadlamanglaram. That Krishna can say for Radharani. But here in this case, it's totally different. You cannot apply this principle here. You can commit opera. On the contrary, you will have to follow the sloka where I speak, Prabhupada Saraswati. Also der Vers von Prabhupada Saraswati, Yada Gaura Padada Vindat, Vindet Bhaktim Cha Bhaktim Virasi, Tata Tadatsu. Also du hast zuerst die Anhaftung zu Mahaprabhus Lotusfüße und dann kommt es automatisch die Anhaftung zu den Lotusfüße von Radharani. Am schönsten, wenn man vorher den Weg geht, allein zu Radha und Krishna, es ist nicht zu verstehen. Man muss über Mahaprabhu gehen.
Du kannst ja die ganzen Bücher von die Goswamis nicht verstehen. Before leaving their body, they took decision. What? Jiva Goswami took decision to put all books in Samadhi. They cannot understand. Also Jiva Goswami hat da viele Bücher von den Goswamis in Samadhi gegeben, weil eben keiner da war, die Dinge zu verstehen. So, unser Guru Varga ist ganz ärgerlich, wenn du solche Bücher liest, Ujjvala Nilamani und solche höheren Dinge. So was für Lilas müssen in den Büchern gewesen sein, was Jiva Goswami in Samadhi gelegt hat. Also es waren Bücher, die was nie jemand in der Welt verstehen kann. Yes. Also in Vrindavan, da ist der Kanta Samadhi, wo man den Bücher Samadhi sehen kann. So Sahajyas, die erklären das ganz auf eine schmutzige Art und Weise. So Vishnupriya, die hat einen gewissen Ärger, weil sie eben nicht viel Möglichkeit hat, Gauranga Mahaprabhu zu dienen. Deswegen wird sie ärgerlich. Das ist nicht dasselbe Ärger wie bei Radharani. Das kann man nicht vergleichen. Es ist kein so ein schmutziges Konzept anzuwenden auf Gaura und Vishnupriya. So, wenn Gauranga Mahaprabhu Sankirtan das ganze Jahr in Srivasangan durch das eben das Sankirtan hat dem Vishnupriya keine Chance, ihm zu dienen. Und nachher haben sie ein Drama und Chaitanya Mahaprabhu spielt dort mit im Chandrasekhar Bhavan. So Vishnupriya, der fragt dann, oh, da gibt es ein großes Drama zu sehen im Chandrasekhar Bhavan. So, was für Rolle wirst du spielen? Und Chaitanya Mahaprabhu lacht, Prabhu lacht. Oh, ich kann dir das jetzt nicht sagen, komm zum Drama und du musst mich ausfindig machen dann. It's very secret. You will have to go there and watch drama. You will have to detect who is Nimai. Also du musst selber Gauranga Mahaprabhu ausfindig machen. That place, you know already there in Chaitanya Bhagavat, Mahalakshmi avatar. Und es ist dann die Erscheinung von Mahalakshmi. That time, before that drama, Gauranga Mahaprabhu give warning in front of all devotees. So Mahaprabhu gibt Warnung für alle Devotees. Also die, was nicht Chaitanya sein, also die, was ihre Sinne kontrollieren können, die sind nicht erlaubt, in dem Drama mitzuspielen. Und Advaita Goswami hat gesagt, oh, ich bin dann auch nicht, ich habe dann auch keinen Zutritt. Und Srila Pandit genauso, der hat gesagt, mir ist es auch nicht erlaubt, da mitzuspielen. Ich bin auch nicht Chaitanya. So, wenn das nicht die zwei sein, wer hat dann die Möglichkeit, dort mitzuspielen? Mahaprabhu sagt, wenn es nicht ihr, so wer dann? So, ich segne euch alle, dass ihr dort mitmachen könnt. Und Chaitanya Mahaprabhu tanzt dann in der Stimmung von Lakshmi Devi. Und die ganze Nacht ist das Drama am Spielen. Und Vishnupriya schaut zu. Sachimata genauso. Aber die haben nicht realisiert oder die haben nicht ausfindig machen können, wer jetzt niemand ist. Nur nachher haben sie es herausgefunden, dass es Lakshmi war. What role you are going to play? Prabhu said, I cannot speak right now. You will have to go there and detect. Then Vishnupriya will go, Prabhu, I can speak one thing. If you take the form of Radharani and Lakshmi, it's very matching. Already told. This way, actually, after the drama was over, so nice, drama was there. Now, gradually, Gauranga Mahaprabhu growing detachment inside. Nityananda Prabhu could realize
So Nityananda Prabhu, der realisiert jetzt, in bengalischer Schrift ist geschrieben, Bengali, I must translate into Hindi, English. Actually it is written, the reason for why I come here in this material world, to deliver all those fallen souls. But they misunderstand me, they like to attack me. So what is the way? Also Mahaprabhu, also bengalischer Vers, dass ihm sagt, oh, er wollte die ganzen Seelen befreien, für das ist Mahaprabhu gekommen. Aber die Leute, die glauben nicht an mich, ist so, was kann ich da machen? Ich muss sie mit Sannyasa nehmen. Und Nityananda Prabhu hat es rausgefunden. So, er wollte sie schützen. Ich spreche nur über die absolute Wahrheit, aber die attackieren mich. Und die glauben mir nicht. So deswegen muss ich jetzt den Lebensstand von einem Wandermönch, von einem Sannyasi annehmen. Then they cannot express angry attitude against me. Nityananda could realize. After that, day by day, Sachimata could realize that Nimai is going to take some new step. So genau, Sachimata hat danach herausgefunden, dass eben Mahaprabhu jetzt so Richtung gehen wird. Weil seine Stimmung hat sich komplett verändert. Er hat nur mehr geweint und am Boden hat er so gerollt. Und alle haben sich gefragt, was ist passiert, was ist passiert? Das ist ja doch nicht davor so gewesen mit dir. So große ayurvedische Doktors kommen, die schmieren ihn mit Öl ein und schütten ihm Wasser auf den Kopf. Aber doch, er ist immer gleich in seiner Stimmung. Und Sachimata findet nur vor, dass wirklich Gauranga Mahaprabhu voll jetzt vertieft ist in seinem Bhajan. Und einmal fragt er eben jetzt, der Mahaprabhu Srila so, alle Leute denken, dass ich verrückt worden bin. Was denkst du? Aber Srila Pandit sagt, oh, wirklich, die Sache, warum du gekommen bist, das ist die erste Anzeichen von Raganuga Bhakti, dass du Raganuga Bhakti verbreiten willst. Aber wenn du jetzt das Gleiche gesagt hast wie alles andere, dann würde ich jetzt in die Gange springen und mein Leben aufgeben. Aber du sprichst wirklich das. So, das ist der Anfangspunkt von Raganuga Bhakti. Und Chaitanya Mahaprabhu, der sucht ihm jetzt immer Wege, wie er jetzt wirklich den Lebensstand vom Sannyasi dann annehmen kann. Und vor Chaitanya Mahaprabhu, also vor Sachimata Chaitanya Mahaprabhu, wie hat er das dann gesagt? Weil er sie eben hypnotisiert hat mit seiner Sprache. Dass er eben jetzt, er hat sie so umwickelt, dass sie eben versteht, okay, er nimmt jetzt Sannyas. Weil er hat eben den Körper von ihr gekriegt. So deswegen hat er gute Ausreden haben müssen. So, und dann in der Nacht, ganz geheim, verschwindet dann Mahaprabhu in der Nacht. Und Vishnupriya, die fällt ein, tiefen Schlaf durch Yogamaya. Und nach dem Mahaprabhu verlässt Nadia und geht zum Ghat, Nirdoi Ghat. Also Nirdoi bedeutet herzlos in Bengali. Also der herzlose Mahaprabhu, was alle Navadvasis hinter sich lässt. Morning time, Vishnupriya find Prabhu, where is Prabhu? No Prabhu, cry. So, und nach dem nächsten Morgen ganz Navadvasis sind alle, die haben noch nichts Bescheid gewusst über das, dass Mahaprabhu jetzt gegangen ist. Aber Sachimata, der ist am Boden gewesen und in Tränen, Vishnupriya. Und nachher die ganzen Nachrichten sind dann verbreitet worden. Oh, Mahaprabhu hat wirklich jetzt Navadvipan verlassen. Then Swachima, like statue, stone statue.
Und Sachimata war wie eine Statue, eine Steinstatue. Und Vishnupriya, der ist ausgebrochen in Tränen. Und kein wirklicher Schriftsteller oder der kann die Stimmung von Vishnupriya aufschreiben oder es ist nicht möglich, das irgendwie ein Porträt dazu geben über die Stimmung von Vishnupriya. Also ganz eine schmerzhafte Situation, wie zum Beispiel Sita Devi, wo dann die ganze Erde aufgesprungen ist, wo Sita Devi betet hat zu Prithvi Devi. Und Sita Devi ist dann eingegangen in die Welt und Ramchandra hat geschrien, Sita, Sita. Und nachher hat die Erde zugemacht, die Oberfläche. Und genau so hat Vishnupriya ganz, ganz tiefe Trennung gefühlt, dass alle Vögel und alle, also die Vögel, die Bäume, alle, die haben die Trennungsschmerz jetzt genau gleich wie Vishnupriya, die fallen, kommen auch alle die Tränen. Und Sachimata weiß auch nicht, was sie sprechen soll vor Vishnupriya jetzt. He is Prabhu. He is Supreme Lord himself. Like when Uddhav is speaking in front of Nanda Baba, then Nanda So wenn Baba, Uddhav vom Nanda Baba spricht, oh Vater, he is Paramatma, Supreme Lord. oh er ist Paramatma, sagt Krishna. Nanda Baba sagt, oh was ist los mit dir? So long I thought I am going to Wie miss kannst my du sowas son. sagen? Now you are speaking that I am losing my son and Supreme Lord himself. You are foolish number one. Ich habe schon so lange jetzt nach meinem Sohn gesucht, aber du sagst jetzt, dass mein Sohn die höchste Person ist und dann habe ich jetzt beide verloren, mein Sohn und den höchsten Herrn. Also Uddhav spricht so. Aber Nanda Baba sagt, oh, You have come to give me consolation? You are giving me pain, more and more pain to me. Stop. Better stop. Don't speak about also this. So Sachimata cannot speak. er sagt dann du brauchst nicht so sprechen zu mir, hör auf zum Uddhav. Oh, day and night, no water, no. So Tag und Nacht hat jetzt Vishnupriya, nimmt sie jetzt kein Wasser zu sich, kein Prasadam. Und niemand ist da, was irgendwas, der was sie trösten kann. Und Nityananda, der hat jetzt einen Trick gemacht, so dass Mahaprabhu wieder geht nach Shantipur. Then actually Nityananda Prabhu saying, go quickly to bring Aima. Aima means Sachima. But there is no permission for... So Nityananda Prabhu sagt, oh, hol die Sachimata. Hol die Sachimata. Aber du kannst nur Sachimata bringen, aber nicht Vishnupriya. Also versucht es zu fühlen. Jeder ist wirklich erlaubt. Aber sogar die Hunde, die Vögel, alles ist, alle haben die Möglichkeit, Mahaprabhu zu sehen, aber nur Vishnupriya nicht. Es ist ganz strikt verboten für Vishnupriya. Also fühlt das. So Vishnupriya kriegt über das auch Bescheid, aber sie hat keine Möglichkeit, dorthin zu gehen. So wie muss sie sich fühlen? Weil das eben ganz strikt verboten ist, für Sannyasis mit ihrer ehemaligen Ehefrau zu treffen. So fühlt die Stimmung von Vishnupriya, Devi Pralamba. On and on, Vishnupriya Devi took decision to do Gaur-Nam Japa. Und jetzt fängt Vishnupriya an, den heiligen Namen von Gaura zu chanten. Sachimata was there. Sachimata was there. But how long Sachimata can stay? So Sachimata war genau da, aber Sachimata ist jetzt auch immer mehr älter und älter geworden durch so eine Trennung und sie verlässt danach die Welt. Then nobody is there. So keiner ist jetzt mehr da mit Vishnupriya, keiner. Only Ishan Thakur. Nur Ishan Thakur. So I can come back to the first Siddhanta I started with. So jetzt kann man zurückgeben zu dem ersten Punkt, zu dem Siddhanta, was er sagen wollte. Wenn du Eintritt haben willst in Gaura Lila, Gauranga Mahaprabhu's Lila, then you must follow Ishan Thakur.
dann musst du Ishan Thakur folgen. Get entry into Gaur Vishnupriya Lila, you must take shelter of Ishan Thakur. Also nehmt Zuflucht beim Ishan Thakur. Now Ishan Thakur is the only guardian. Ishan Thakur, das ist jetzt der Guardian. That time nobody there. Mr. Jagannath Mishra gone, Sachima gone. Now only Ishan Thakur. Also Ishan nur Thakur was so old that when Gauranga Maharaj was just a baby, small. Ishan Thakur ist der Einzige, der was jetzt da ist That Ishan und auf Thakur sie is aufpasst. Follow what I say. So Ishan Thakur is there. Vishnupriya not going to meet with anybody So anymore. Vishnupriya, die trifft sich mit kaum mehr. Vishnupriya Devi takes her inside room. Und die bleibt nur mehr im Zimmer. Keiner kann sie sehen. Sogar das Sonnenlicht kann sie nicht sehen, kann nicht die Lotusfüße von Vishnupriya sehen. Das ist immer nur im Zimmer und chantet dort Gaura, Gaura, Ganga Gaura. water, somebody taking from Ganga, then Vishnupriya can take bath inside. Und die bringen dann Ganga-Wasser mit dem zum Haus, wo sich dann Vishnupriya badet. Nur Ishan hat die Möglichkeit, das zu sehen. Kein anderer ist erlaubt. Nobody allowed inside the room of Vishnupriya. Only Ishan Thakur. Also nur Ishan Thakur hat die Möglichkeit. So, sometimes Ishan Thakur going to help. Also er hilft ihr. And Vishnupriya Devi took decision till my last Breath. Also Vishnupriya hat sich vorgenommen, bis zum letzten Atemzug möchte die Gauranga ganz exklusiv dienen. rice, atap not boiled rice. Also die nehmen dann den Reis, Atap-Chal. And to clean the rice, there is some uncleaned rice, some stone. Then Vishnupriya Devi takes. Also Gauranga Mahaprabhu's name. Vishnupriya, die reinigt dann die Reiskörner, vor allem Staubpartikel und Steine. Und nachher chantet sie die heiligen Namen. Und dann hat sie ganz wenig bis 2, 3 am Nachmittag. Und dann, also einen Gaura-Namen chantet sie und nachher hat sie auch Reiskorn. Und dann hat sie so ein kleines Hügel von Reis. Das wascht sie dann mit Gangeswasser und kocht es und opfert es dann. Und nachher verteilt sie es zu Sachimata, Ishan Thakur und andere Devotees. Und dann nimmt sie ein bisschen was selber zu sich. Sie fastet fast. So, das ist Gaura-Namacharya. So, das ist der Acharya von Gaura-Nam. Nobody, no Acharya can say, prove this kind of tenacity. Also, das ist ihre Spezialität, One day, Gaura-Nam. actually, Srinivasa Acharya, Eines Tages ist dann Srinivasa Acharya gekommen. Vishnupriya Devi not going to meet with anybody. Also, normalerweise trifft sie sich mit keinem. Came in dream. Aber eines Tages ist Actually, today, Mahaprabhu I in am einen going Traum to dann send gekommen. somebody in front of you. You will have to give Und er hat gesagt, ich werde jemanden vor jetzt senden, denjenigen musst du Barmherzigkeit geben. Sein Name ist Srinivasa Acharya. Es ist mein zweiter Körper. Und Vishnupriya hat, okay, sie stimmt zu. And actually, Und nachher kommt Srinivasa Acharya at the bank of Ganga, am Flussufer von der Ganga is crying whole night. und er weint die ganze Nacht, der Srinivasa Acharya, oh Gaura, Gaura, Vishnupriya, Gaura, At the bank of Ganga. an der Flussufer One von time Ganga. somebody give information to Ishan Thakur, somebody coming in front of Ganga. Also dann kriegt jetzt Ishan Thakur die Information, dass irgendjemand jetzt gekommen ist, der was Tag und Nacht an Gangesufer weint. Some devotee coming. Und nachher kommen sie zu ihm und sie machen ihn dann ausfindig und sein Name ist Srinivasa Acharya. Then Ishan Thakur going. Und Ishan Thakur geht dann jetzt zur Vishnupriya. Srinivas, Prabhu already came in dream. You need not cry, you come. Oder er geht dann zum Srinivasa Acharya und I sagt, can okay, help you to take the darshan. du kannst mitgehen. of the feet of Chaitanya Mahaprabhu ist erschienen in Vishnupriyas Traum, so du kannst Darshan nehmen, ich hilf da. Ishan Thakur gradually enter Und the Ishan room of Thakur Vishnupriya Devi and paying Dandavat. bringt dann Erbietungen da zu Vishnupriya
und sage, oh, da ist wer kommen jetzt, der that devotee comes. will dich sehen, das ist Srinivas You like to give Acharya. darshan? Yes. Is the instruction of Prabhu. Then, Ishan Thakur brings Srinivasacharya in So, Varanga. Ishan Thakur bringt sie dann auf die Veranda und nachher treffen sie sich. Today, coming out of it. After that, everybody is standing to take the kripa of Vishnupriya Devi. Then Vishnupriya Devi gradually, left hand approaching, left leg. Also nachher nimmt Vishnupriya den linken Fuß und berührt dann Srinivasacharya's head. Srinivasas Kopf und alle schreien dann Jai Ho, Jai Ho. Nobody in this world enjoying this kind Also of kein einziger in der Welt hat die Barmherzigkeit gekriegt von Vishnupriya. Wir wissen von Guru Varga, Srinivasa ist der zweite Körper von Chaitanya Mahaprabhu. Shyamananda Prabhu ist der zweite Körper von Advaita Goswami. Kanak Manjari. Narottam Das Thakur ist der zweite Körper von Nityananda, ist ganz geheim. Full kripa, Srinivasacharya from Vishnupriya Devi. Now, actually, Vishnupriya Devi doing Bhajan this way. One day again Prabhu came in dream, giving instruction. I took birth there at the birthplace. You can at my birthplace you can find one neem tree. Neem tree, you know, neem tree. And that neem tree, there Sachimata, my mother used to sit with me in lap, taking me in lap, and used to give me breast. That is the unique place. There you can find one neem tree. So, And you dieser can cut the neem Neembaum tree and make my Viraha. und Give instruction. da kriegt jetzt die Anweisung, Vishnupriya, dass sie aus dem Baum wird jetzt eine Form geschnitzt und das ist die Form von Gauranga Mahaprabhu dann. So Vishnupriya Devi took So, information. Then Ishan Thakur and Vishnupriya Devi they took information. Yes, they cut the tree and made Gauranga Viraha. also den Baum haben sie dann gefällt und dort haben sie die Figur von Chaitanya Mahaprabhu geschnitzt. Und die Viraha, das ist gleichzusetzen wie mit Mahaprabhu. Ein und dasselbe. At present, previously Paramatala was there. Burha Shiv was here. Bhaktivinoda writing, long before, 600 years back, Also Ganga, 600 Jahre zurück, da hat sich die Ganges, die war da verändert. Purama was there. Und die Braudama, die war Burha dort Shiv auf was der there, Seite. everything here. So, das war alles da. Aber jetzt ist es auf der anderen Seite und Vishnupriya als Deity kann man dort vorfinden. But people cannot understand. People cannot understand. So this way actually, Vishnupriya Devi took decision to make So, the Vishnu Viraha Devi, of Mahaprabhu. der hat dann die Entscheidung getroffen, Make the Viraha. jetzt die Deity zu And schnitzen. Viraha was so nice. Das war so eine wunderschöne And Viraha. the Viraha was, installed. Und die Viraha hat die Einweihung gekriegt. Dameshwar. Die nennt sich Dameshwar. Dameshwar Viraha. Hand this way. Big Viraha. Now, Viraha was installed. Madhavananda, the only brother of Vishnupriya, took responsibility to arrange one temple, to install deity. Deity was installed by Vishnupriya Devi. So, die Deity ist dann eingeweiht worden von Vishnupriya. When Vishnupriya Devi looked at Viraha as if Prabhu standing, Also Vishnupriya, der sieht in der Form wirklich Mahaprabhu. Das ist nicht verschieden. Vamshivadananda, you know, Vamshivadananda, who is the foster son,
Avatar, but Vamshivadananda was there with Vishnupriya. Because Vishnupriya no. That's why Vamshivadananda very small age is to stay with Vishnupriya Devi. So Vishnupriya Devi, with Vishnupriya Devi, two men, actually Vamshivadananda and Ishanta. He's the brother. They have. The brother. What? Who is Vamshivadananda? Vamshivadananda from that Bhuktipara, Kalna, Bhagnapara part. There, from there, his name I forget. His son. I forget his name. Gauranga Parsha. I can speak, I forget. I remember by now, sometimes forget. There is a son, his son. And he is going to stay with Vishnupriya from very small age. So der von ganz klein auf wächst er auf mit Vishnupriya. And day by day Sankirtan going on, because Sankirtanik Pitaro, through Sankirtan. We'll have to worship Gauranga Mahaprabhu. Also Gauranga Mahaprabhu wird verehrt durch Sankirtan. All other way you can do, but not appropriate in this Kalika. So, es gibt andere Wege, aber im Kali Yoga ist es beste Sankirtan. You know already. Now actually Sankirtan going on. One day what happens? Very morning time. Arati was over, and everybody watching. Vishnupriya Devi suddenly, after Arati, entering the Garba Mandir, inside deity room, and automatically, door automatically closed. Automatically. Nobody closing. Vishnupriya Devi entering, there, inside deity room, and door automatically shut down. After that, everybody doing Sankirtan. Nobody know what happens. Also Vishnupriya ist dann in die Deity eingegangen. They are losing patience. What happens? Vishnupriya is not coming out. After that, they are bound through Also Sankirtan. They are bound to open the sie ist nicht mehr rausgekommen, They find there is no Vishnupriya. wo sie eben Gauranga verehrt hat, drinnen, und dann haben sie außen so lange gewartet, und nachher haben sie gemerkt, okay, jetzt ist Vishnupriya eingegangen in die Deity von Mahaprabhu. Vishnupriya Devi already submerged. Because Shakti Mata of it entering. This way nice, Vishnupriya Devi gone, this way. But anyway, if you like to understand Gaur Lila completely, you will have to go through the Tattva of Vishnupriya Devi. The kind of Viprambha, Bhava, Vishnupriya Devi is suffering. No creature in this material world can understand. Also das Wichtige ist, die Stimmung von Vipralamba, von Vishnupriya zu verstehen. Prabhu came in Vidyanagara. In Navadvipdam, Prabhu came. But those Sahaja are speaking, Prabhu came to his home. No document. After sannyas, Also Gauranaga Sahaja ist es sagen, dass Mahaprabhu wieder heimgekommen ist zu Vishnupriya. Aber das kann nicht sein, das akzeptieren die Gaudiya Vaishnavas nicht da. With full proofs, sannyasi alone cannot go. This is a system. But now all sannyasis going to home. To meet father, mother, who care man. But this kind of system is not allowed. Also das System von Sannyas, du kannst deinen Vater oder Mutter nur nach 10, 15 Jahren kannst du den Ort besuchen und dort auch noch in Begleitung. Aber heutzutage gehen auch alle Sannyasis und so waren schon nach viel kürzerer Zeit zu seinen Eltern zurück oder besuchen sie. Also jetzt ist Mahaprabhu in der Sannyasi-Form und hat keine schönen Locken mehr, seine Haare sind jetzt abgeschnitten und jeder kommt jetzt nach Shantipur und die springen alle in der Gangas und versuchen dann die Gangas zu queren und um in Shantipur Mahaprabhu dort wieder zu sehen, in der Sannyas-Form ist, obwohl das sehr schwierig jetzt für sie ist, in der Form zu sehen.
So alle springen einfach in die Ganges, alt oder jung. Und irgendwie bei der Barmherzigkeit von Mahaprabhu überqueren sie den Fluss und haben sie den Darshan. Ultimately, Prabhu like to go away from this place. What to do? People like to take darshan of Prabhu. Also so viele Leute wollen jetzt Darshan haben. This way, actually, Sachimata actually trying from heart, but actually gone from this world. Sachimati wanted to meet with, when Mahaprabhu first took sannyas in Tattva and gone to Advaita Acharyas. Then some pancami was sent by Nityananda. So, jetzt kommt dann an die Sachi-Mutter, die kommt jetzt auch nach Shantipur, die wird getragen mit so einem Palanquin. Und für 10 Tage kann sie dort kochen und sie kann Mahaprabhu sehen und sie bittet ihm das Essen. Sachima kissing, Nimai speaking and kissing and shedding tears. Where is Nimai? Nimai is there in lab. Where is Nimai? Shedding tears. So, obwohl der Nimai in ihrem Schoß ist, fragt sie, oh, wo ist Nimai, wo ist Nimai? Also sie hat auch so eine hohe Trennung. Nimai saying, Ma, I am actually your son. So, und Nimai sagt selber, oh, ich bin eigentlich dein Sohn und ich habe einen Fehler gemacht, ich habe Sannyas genommen, was soll ich jetzt machen? Du bist ja Mutter und du unterweist mir jetzt, sag mal, was ich machen soll. Weil ich deinen Körper von dir gekriegt habe. Also die Sachi-Mutter sagt dann, geh nirgendwo anders hin, außer in Purushottam-Dham, Nilachal, Puri. Zu der Zeit sind ihm alle Vaishnavas auf und ab gegangen und Sachi-Mutter hat so die Chance gehabt, immer Nachricht über ihn zu kriegen. So, geh nach Nilachal, sagt sie. Ansonsten, wenn du woanders hingehst, wo ich keine Informationen über die haben kann, dann stirbe ich. Und dann sage ich, okay, das 100% mache ich das so. Und ich gehe nach Puri. Nachher ist jetzt nach Puri gegangen. Und Srila Bhaktivinoda Thakur, der sagt, dass Purushottam-Dham der höchste Ort ist von Rasa Tattva, Vipralamba Rasa. Wir wissen, Vrindavan ist Radharani Krishna, es ist aber doch, wenn Mahaprabhu in der Stimmung ist von Radharani und nach Puri geht, das ist fast höher. Also wenn du den Geschmack von Vipralamba erfahren willst, dann gehst du nach Puri. Sometimes Mahaprabhu expressing the mood of devotees, sometimes expressing the mood of Radha. All the time. This way actually, Vishnupriya Devi is actually before leaving home, so many topics I can discuss sometime if I get chance. Now time is limited actually, I will have to stop. So, jetzt, hat nur einen Dienst. Und jetzt macht er Schluss. Vanchakalpadavascha kipasina bhaivacha paditanam bhavani vaishnavi namo namah. And day after tomorrow is Advaita Goswami Tithi, so I can try to start 4 p.m. But before that I will have to speak in Bengali there. So you can stay here. If you can come, I can speak here. Advaita Goswami. 12 morning I have to go there to speak Bengali. Anyway. Any question? No? Any doubt? What question? Actually, we'll have to sit in chair. It is not good I am in Vyasasana and you are
You must sit in chair actually. You're sannyasi. Sannyasi you? No. No? Why he looks here sannyasi? Acha, what happens? Maharaj, you explained how Shri Also er stellt jetzt eine Frage, wie Shri und Bu ist Lakshmipriya und Vishnupriya. who is Nila? Und wer ist Nila? Lila itself Lila Shakti. Lila Shakti. Lila, Lila what Shakti. kind of Lila Prabhu doing, it is all white. Nila Shakti, or Lila Shakti. Those things. Also Dham. Dham? Also Dham. No, Dham is Bu Shakti. Oh, in Bu. Not Nila is Lila Shakti. Don't confuse, then Buddha, wrong Siddhanta. Any question? No? Why did you mention in the beginning that you don't want to mention Govinda Lilamrita from Vishwanath Thakur? Actually, I point know is, Gauranga Lilamrita. actually, very shortly, I am going to publish one book. Also er hat gefragt, warum er nicht sprechen wollte über Govinda Lilamrita oder Gauranga About Lilamrita. why I am so strict, why Keshav Goswami is so Hat strict, jetzt why gefragt, der Krishna Bhakti Chandra. Thakur so strict. Also warum ist Srila Bhaktivinoda Thakur so strikt? Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami, Srila Maharaj. Details I speak. Und er hat dort ein Buch, wo das alles erklärt ist, ganz detailliert. You can get, I can mention also, I already mentioned. In Jaiva Dharma this is written, Chaitanya Sikhamita written. Also es sind viele Punkte, was im Jaiva Dharma, im Chaitanya Shikshamrita, die ganzen Punkte. In Shandarbha, Jiva Goswami genauso spricht drüber. give answer today, because you are making some curiosity among all. So I must give some answer. I cannot leave this point. Actually, Jiva Goswami in Shandarbha, Jiva Goswami schreibt im Sandarbha, that any preacher, dass jeder Prediger, I mean, when you can go for preaching, also wann kannst du wirklich predigen, wenn du genug Bhakti when you have hast, sufficient bhakti, overflowing bhakti, überfließende you Bhakti. are going to inculcate bhakti. Also das ist, dass du wirklich Bhakti andere geben kannst. Then and only then you can go for preaching. This nice. Dann kannst du wirklich At least predigen. Madhyamadikari Uccha. Also das ist die höchste Stufe von Madhyamadikari. Still, anyway, Prabhupada is also Paramahansa, but still maintaining Madhyamadikari. To save us. Prabhupada is not sannyasi. Keshav Goswami is not sannyasi. Bhakti-Prabhupada is not sannyasi. Keshav Goswami is not. Actually, Siddhartha Goswami is not sannyasi. They are all Paramahansa. Don't make any confusion. So actually, in Shandarbha, it is written, Jiva Goswami is reading, Also in den Sandarbhas ist geschrieben, going for preaching, they should remember this point. Krishna Bhakti Vina so Krishna alle, die Bhakti was Vina predigen Mahe wollen, Bhakti Bhavata. es ist wichtig, Krishna, It is written, Vena Bhakti to Bharajana, install dass Bhakti du into wirklich the heart of any born Bhakti soul, geben kannst, da you brauchst du need die overflowing Energie Bhakti. von Krishna. If you have no Bhakti, Also wenn du suppose kein you have 100 Bhakti rupees, selber if I hast, want to get 50 dann kannst du das nicht If you weitergeben. have nothing, Wenn du you are nicht penniless, keine you have Dollar nothing. hast, dann kannst du keine So Dollars before geben. going for preaching, Also bevor du anybody predigen asking, gehst, taking permission from Bhakti-Puriya say, Maharaj, die haben, Maharaj, I like to go for die was preaching. predigen wollten, die haben gesprochen vor Guru Maharaj used to say, Bhakti Pramod Bhajan. Was für Predigen willst du machen? Mach zuerst Bhajan. Yes, yes, this way. Actually, Jiva Goswami was writing, if you are going So for Jiva preaching, Goswami, der schreibt, minimum Madhyamadikari, wenn du predigen willst, dann musst du den Punkt haben, Madhyamadikari top level. den Standpunkt von You have Madhyam sufficient Uttam, power to give reference, your character and dass dein you are Charakter, yourself one example. du kannst wirklich immer aus die Straße die richtigen Antworten geben. For bonded soul cannot get any inspiration to do bhajan until and unless they can see a firing example in front of them. So die gebundenen Seelen, die müssen ein wirkliches Beispiel sehen, was in Bhakti eingeht, wie Keshav Goswami Maharaj, Srila Prabhupad und so weiter. Durch die kriegen die Inspiration. Warum heutzutage haben viele eben nicht die Inspiration? Weil es eben die Beispiele nicht mehr da sind. So Jiva Goswami, der gibt die Unterweisung.
Okay, vielleicht hast du die Qualitäten zum Predigen, aber das Predigen muss immer unter der Führung sein von Vidhi Bhakti. So unter der Führung von Vidhi Bhakti kannst du predigen gehen. Ultimativ kannst du Raga Bhakti geben in der Reifenstufe, aber wenn du Harinam und Diksha, dort sagt Jiva Goswami, dort folgt nur Vidhi Bhakti, Vaidhi Bhakti. Es ist die Instruktion von Jiva Goswami. Also alles das, was Srila Prabhupada und Jiva Goswami sagt, über das will er ein Buch rausgeben. Okay, any question more? Any question more? You have any question? No? You? Yes. What question? You explained very beautifully about Gaur-Tattva. So, what is the exact reason why some persons like Jagannath Babaji, they left Vrindavan and came to Also Krishna Chandra fragt, was ist die Form oder was? Warum hat Jagannath Das Babaji Maharaj oder Gaura Kishore Das Babaji Maharaj Vrindavan verlassen und seien in Gaura Dham gekommen? Was haben sie dort jetzt mehr gekriegt? Das Gleiche hat dem Bhaktivinoda Thakur gesagt, geht's nach Purushottam und dort das Devi Pralamba Rasa mehr zu kriegen. But still, by the inspiration of Gauranga Mahaprabhu coming here, to get Vipraram Rasa Gaur gone, taking sannyas, I can explain someday during Gaur Purnam. So, Jagannath Das Babaji Maharaj, der kommt dorther, um den Vipralamba Rasa zu fühlen, weil Mahaprabhu gegangen ist. Alle Navadvitvasis, die schreien nur für ihren Gauranga Mahaprabhu. Also die fühlen das Gefühl für Mahaprabhu. Oh, Mahaprabhu ist gegangen, er hat Sannyasa genommen. Und Krishna, die Vachabasis denken eben, oh, Krishna ist nach Mathura gegangen. Krishna never going anywhere, but still, externally to give the excellency of rasa, we find sometimes Krishna gone to Mathura, from Mathura to Dwaraka, but Krishna is not in renounced order. Anyway, when you can find my heart, Krishna, Chaitanya, Krishna Chaitanya going to take renounced order, then you can break your heart. Also wenn die Nadhyavasis hören, dass Chaitanya Mahaprabhu nimmt jetzt Sannyasan, das bricht dann das Herz von den Nadhyavasis. Nityananda Prabhu spricht so, oh, warum? Mahaprabhu ist mein Herr, warum nimmt er Sannyas? Aber er bricht dann den Sannyas-Stab. Hare Krishna.